Die Entscheidung ist getroffen. Wahrscheinlich habe ich jemanden für Pablo gefunden und es fühlt sich gerade besser an, als ich gedacht habe tatsächlich. Wir haben die gerade kennengelernt, ein bisschen spazieren gegangen und die waren total nett und haben vor allem ein bisschen mit ihm trainiert und ja, mit ihm interagiert und das war eigentlich voll süß und voll schön. Und die haben mir gezeigt, also er würde ein schönes Leben haben, sagen wir es mal so. Haben uns jetzt erstmal darauf geeinigt, dass die nächsten Sonntag ihn mal nehmen für einen Tag und eine Nacht und dann schauen wir mal weiter. Pablo? Hello. Ich bin krass müde. Ich hatte heute Vormittag Physiotherapie und ich bin so aufgestanden und war kurz pinkeln, war schnell mit Pablo draußen, habe alle gefüttert und so, habe mich kurz gefüttert, bin wieder ins Bett gegangen, bin wieder eingepennt, mehr oder weniger. Bin dann zur Physiotherapie. Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich es einfach absage. War aber tatsächlich eine richtig gute Entscheidung, weil danach habe ich nämlich gesagt, okay, egal, ich hole mir jetzt ein Energy und dann starte ich so gut durch wie irgendwie möglich. Und dann ist mir einfach eingefallen, ich hole mir kein Energy, sondern den Mate. Ich habe den getrunken. 10 Minuten später war ich nicht hypermotiviert, das ist ein bisschen übertrieben. Aber ich war voll motiviert, mir ging es richtig gut. Ja, das habe ich dann genutzt, dementsprechend. Und habe Podcast-Skript geschrieben und Podcast gerade aufgenommen. Ich bin jetzt extrem müde wieder und komplett platt, deswegen ich glaube, ich werde den auch heute nicht schneiden. Ich hoffe einfach, dass ich morgen Vormittag genug Motivation und dass ich es halt morgen Vormittag einfach schaffe und der dann trotzdem pünktlich online kommt. Ich bin stolz auf mich, dass ich es geschafft habe trotzdem. Aber ich denke, ich werde jetzt gleich ins Bett gehen und mich noch ein bisschen ausruhen. Beziehungsweise ich gehe jetzt erstmal kurz raus mit Pablo, der muss nämlich. Und dann mache ich mir Nudeln, weil ich habe Bock auf Nudeln und ich glaube, ich habe noch Nudeln. Und dann gehe ich ins Bett. Weil ich muss dringend noch was essen, damit ich die 3. Tablette, das Antidepressivum heute nehmen kann. Weil ich möchte es jetzt nicht nochmal vergessen, das wäre extrem kacke. So sieht übrigens gerade meine Küche aus, weil ich es einfach seit 1,5 oder fast 2 Wochen nicht mehr geschafft habe aufzuräumen. Und damit meine ich nicht zeitlich, sondern ich hatte einfach keine Kraft, Motivation und war froh, wenn ich die anderen Dinge geschafft habe. Aber wenn ich jetzt Nudeln machen will, muss ich zumindest das hier ein bisschen in Ordnung bringen. Aber erstmal kriegen die Katzen was zu essen, damit die glücklich sind. Ich weiß nicht, wo es herkommt und es ist total unpassend. Typisch ADHS mal wieder. Aber ich habe gerade die krasseste Motivation, das Wohnzimmer umzustellen, alles picobello perfekt sauber zu machen. Okay, ich weiß ein bisschen, wo es herkommt, weil ich muss ein bisschen sauber machen, weil die neuen Menschlis morgen Pablo abholen für einen Testtag, Testnacht. Und die kommen dann halt hier hin. Und ich will halt die Wohnung ein bisschen ordentlich haben. Aber ich müsste natürlich nicht übertreiben. Mache ich jetzt aber. Ich hatte gar keinen Bock. Und dann habe ich angefangen und war auf einmal so, oh, und dann da in der Ecke und ein Staubsauger und hier vorgezogen und dann tausche ich die Schränke. Jetzt habe ich die blöden Haken für den Vorhang da endlich wieder gefunden, weil da, ich weiß nicht, ich glaube jetzt gerade seht ihr es nicht, aber da hängt halt nur einer. Weil der
relativ am Anfang irgendwann mal runtergefallen war und ich hatte den zweiten Haken nie wieder gefunden. Ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich gesucht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, das werde ich jetzt gleich alles wieder aufhängen und ordentlich machen. Und eigentlich muss ich aber noch eine Kooperation drehen, ganz dringend, für TikTok. Ja, halt aufräumen, duschen. Eigentlich müsste ich auch noch einkaufen, weil ich habe nichts mehr zu essen hier irgendwie für morgen für uns. Heute Abend muss ich halt wieder Jordan abholen. Ja, mal sehen. Aber ich bin jetzt gerade motiviert und ich nutze das jetzt auch. Ich kann theoretisch im Worst Case das Video auch noch morgen drehen. Es wäre dann noch ein bisschen stressig und nervig. Ja, ich mache jetzt aber erstmal hier weiter. Also diese Ecke mache ich auf jeden Fall zu Ende. Weil die war sehr dreckig und ich habe halt gerade Bock drauf. Oh, und währenddessen höre ich einfach die krasseste, spannendste True Crime Podcast Folge, die ich je gehört habe. Ist geil. Leider ist sie gleich fast zu Ende. Ist ein bisschen traurig. Frühjahrsputz habe ich gar nicht gecheckt. Voll gut. Ha. Ich glaube, das ist mein erster Frühjahrsputz. Im Frühjahr. Nicht mein erster Frühjahrsputz. Frühjahrsputz. Cute, oder? Besser als vorher, ja. Gefällt mir. Alles gut, Salem. Halbe Stunde hast gehalten. Aber ich habe es ein bisschen zu tief aufgehangen, deswegen war die ein bisschen zu lang, so wie diese. Und Salem war halt dahinter und dann ist sie halt runtergefallen. Also, ja. Aber er sagt Entschuldigung. Ja, danke schön. Ist okay. Ist okay. Nicht schlimm. Er sagt Entschuldigung. Ja. Ist okay. Alter, ich glaub's einfach nicht. Ich finde den zweiten Haken schon wieder nicht. Er ist einfach schon wieder verschwunden. Oh, ich bin so sauer. Ich war so glücklich, dass es wieder hing. Verdammt. Hanno. Entwarnung, ich habe ihn gefunden und fast wieder verloren. Ich habe keine Zeit für den Scheiß. Also da weiß ich jetzt irgendwie noch nicht, wie mir das gefällt. Weil auf der einen Seite habe ich so viel Platz und Raum jetzt und das ist irgendwie geil. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie weird, weil ich habe nie so viel Platz und so viel leeren Raum. Und ich finde es halt auch komisch, dass der Teppich halt dann hier aufhört. Aber der Teppich ist eh hässlich und dreckig, weil Pablo hat da so oft drauf gepinkelt und beim Umzug und dann ist mir da Kohle und so drauf gefallen. Also auf lange Sicht müsste da vielleicht eh mal ein neuer her, der dann vielleicht so bis da geht oder so, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Oder ich nehme den hier weg und packe den da unter den Tisch, unter den Esstisch so drunter. Oder ich habe da noch einen kleinen Tisch, ob ich den hier noch hinstelle. Aber ich glaube, das sieht dann auch irgendwie komplett verloren aus und unsinnig und ist dann nur wieder Platz, der so, ja. Also ich brauche den Tisch halt nicht, wisst ihr? Warum setze ich mich nicht hier einfach hin? So, ich brauche halt hier jetzt keinen Tisch. Weil wenn ich hier sitze, dann wahrscheinlich irgendwie so, keine Ahnung, zum Lesen, Meditieren oder so. Oder ich hole doch den Sofatisch noch wieder ein bisschen hier, dass er so am Rande dasteht. Dann habe ich den so hier so ein bisschen und da. Aber irgendwie finde ich es auch geil, dass ich hier so viel Space habe. Oder tue ich einfach den Teppich komplett weg. Aber ich glaube, dann halt es hier auch wieder so viel. Und an sich Teppich mag ich halt. Nur den halt nicht mehr. Ich glaube, da brauche ich eure Hilfe. Schreibt mir gerne mal eure Einrichtungstipps in die Kommentare. Ich habe auch überlegt, ob ich den Tisch weiter vorhole, dass ich den so ein bisschen mehr hier
stehen habe, dass man so richtig auch rundherum dran sitzen kann. Aber erstens, das mache ich eh nie. Und zweitens wären dann diese 2 Sessel wieder so über. Weil es halt keinen Sinn macht, die hinter den Tisch zu stellen. Dann kann man da halt wieder nicht vernünftig sitzen. Ich kann aber halt nur den Tisch, also ich brauche den Tisch halt, wenn ich irgendwie nähe oder bastel oder so, brauche ich halt so einen großen Tisch. Und ich kann den aber halt nur da hinstellen, weil das Bücherregal ist leider fest an der Wand. Das heißt, ich kann das nirgendwo anders hin machen. Und dann habe ich halt nur die Möglichkeit, den Tisch da hinzupacken, weil hier ist Kacke, weil ich ja hier meine Tavernendings habe, wo ich auch manchmal was drehe und so. Das wäre halt blöd, da den Tisch vor... Andersrum wird es auch irgendwie passen, ne? Könnte ich den hier hin machen. Die Sessel könnte ich dann auch da hinstellen. Und dann vielleicht noch den zweiten kleinen Tisch davor. Wäre eine Überlegung wert, tatsächlich. Versuche ich mal gerade. By the way, der Sessel steht gerade nur noch da, weil ich ihn halt habe und jetzt nicht so einfach irgendwo hinbringen kann. Ich könnte ihn in den Keller bringen, aber dafür ist er mir gerade zu schwer und zu nervig. Aber die sind natürlich schöner. Ich habe 2 von diesen grünen, falls ihr euch erinnert. Einer davon steht im Büro gerade. Und ich überlege gerade, ich könnte natürlich auch einfach den ins Büro stellen, weil er halt irgendwo stehen muss gerade. Und die beiden halt hier hin, dann da. Dann passt es halt zusammen, vor allem, weil die halt auch so schön zum Sofa passen. Leider hat Pablo den jetzt aber gerade angepinkelt, aber ich wollte wenn er dann tatsächlich von den anderen genommen wird, habe ich sowieso geplant, mal einen Nasssauger mir auszuleihen bei DM und ja, alle Polster und so mal mit dem Nasssauger ordentlich zu machen. Vielleicht auch den Teppich mal, ups, Film ist schwierig, weil er halt vieles angepinkelt hat in der ganzen Zeit und so. Und ich habe es halt nie für so sinnvoll erachtet, das ständig zwischendurch zu machen. Also natürlich habe ich es sauber gemacht, aber halt nicht so sauber, wie es könnte oder sollte. Und ja, wenn er dann halt nicht bei mir ist, war eben mein Plan, wirklich das Sofa, die Matratzen, den Teppich mal komplett mit einem Nasssauger ordentlich zu machen. Und ja, das wird dann halt wieder passen. Der wäre eigentlich geil. Ich werde das jetzt erstmal umstellen. Ich glaube, das finde ich cool, weil der Tisch ja voll zur Taverne passt. Mehr als die Sessel. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich finde auf jeden Fall schon mal gut, dass der Kratzbaum in der Ecke steht, weil das passt besser als so vorm Vorhang. Weiß ich nicht, warum ich das nicht vorher schon gemacht habe und dann den Sessel so vor den Vorhang, weil das irgendwie besser gewesen wäre, aber egal. Manchmal bin ich ein bisschen dumm. Ich habe halt auch angefangen hier einzurichten und dann habe ich irgendwann aufgehört. Ich war gar nicht wirklich fertig, aber ich hatte kein Geld mehr, keine Lust mehr, keine Zeit mehr und dann war ich so, ja, sieht gut aus, ist okay, bleibt so. Und dann habe ich halt auch nicht mehr weiter drüber nachgedacht. Salem findet es auf jeden Fall schon mal gut. Oh ja, das ist süß. Guck mal. Das sieht süß. Ich will heute nicht mehr gehen. Das ist so süß. Ich finde es richtig süß. Da ist halt noch Chaos. Aber guckt. Salem liebt den Platz. Aber ich finde das cool so. Und ich kann den halt immer noch voll easy irgendwie kurz mal wegschieben oder so, wenn ich da halt dann wirklich mal stehen muss und den Platz brauche. Also weil das ist halt nicht schwer oder so. Und ich habe halt hier genug freie Fläche, um das einfach hier hinzuziehen. Wisst ihr? Ich finde es cool. Jetzt muss ich halt noch aufräumen und so. Der nicht so spaßige Teil. Achso, und die beiden Schränke, die wollte ich noch tauschen, weil, wenn ihr seht da, dass man nicht gut Fernsehen gucken kann, wenn man da auf der Couch sitzt und dann mit Sonne tagsüber dahin guckt. Und ich habe halt hier keinen anderen Vorhang, da aber theoretisch schon. Und deswegen hatten wir die Idee, dass wir die beiden tauschen. Dann kann man nämlich immer noch super hier chillen und da halt hingucken, anstatt da, ist halt egal. Und da fällt aber kaum Licht drauf und wenn halt doch, kann ich halt da im schlimmsten Fall ein bisschen zumachen, wisst ihr? Das ist der Plan und dann ist das Wohnzimmer fertig. Und tatsächlich hätte ich wahrscheinlich noch Motivation, die anderen Räume auch weiterzumachen. Aber
Ich habe leider einfach nicht die Zeit heute. Deswegen muss ich wohl leider aufhören, dann duschen gehen, Video drehen. Ja, mal gucken, ne? Ich muss den Vlog auch noch schneiden, der soll ja morgen online kommen. Upsi. Oh, guck mal, ich hatte gerade die Idee, weil ich noch dieses Kissen habe. Und Yuki chillt da nämlich immer drauf. Eigentlich lag das immer da, weil da so morgens die Sonne hinscheint. Aber jetzt liegt es halt da. Sieht süß aus, oder? Stellt euch vor, da ich, da Jordan oder andersrum. Und da Yuki und Salem. Oh, das wäre so cool. Das wäre so süß. Jetzt gerade sitzen sie da hinterm Vorhang. Ich hoffe, dass sie ihn nicht wieder runterreißen.